Hallo liebe Häkelfreunde, ich habe mir für die Sommermonate vorgenommen, ganz viel Restwolle zu verarbeiten, die laut nach einer Bestimmung ruft. Für diese wunderschöne Sommertunika habe ich deshalb diverse Reste aus verschiedenen Projekten verwendet, die ich mit Garnen von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei gehäkelt habe. Die Farbzusammenstellung ist daher einzigartig und bleibt euch völlig überlassen. Eine kleine Auswahl an wunderschönen Bobbeln findet ihr im Anfangsbereich des Videos. Es gibt aber noch viele mehr. Ich empfehle vierfädiges Bobbelgarn für die Tunika zu verwenden. Die Franzen habe ich mit weißem Baumwollgarn gemacht, damit sie durch das höhere Eigengewicht der Baumwolle schön in die Tiefe fallen. Richtwerte zum Verbrauch für die Größen 36 bis 50 findet ihr auf der Materialseite nach den Infos. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Tunika habe ich diverse Restbobbel von Sabine Helfers Bobbelträumerei verwendet. Die Farbkombination ist daher einzigartig und bleibt euch völlig überlassen. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mich regelmäßig mit traumhaften Bobbels versorgt. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels in vielen Farben, mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden oder wenn gewünscht auch mit Alpaka-Faden und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich verwende eine Häkelnadel 3,5 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe in die erste Luftmasche mit einer Kettmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und ich häkle 15 Stäbchen in den Ring, sodass wir insgesamt 16 Stäbchen haben, inklusive Ersatzstäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 16 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen. Das muss genau stimmen. Wenn ihr hier ein Stäbchen mehr oder weniger habt, geht sich später die Umformung zum Quadrat nicht aus. Also ganz genau aufpassen, vor allem am Anfang, damit alle Zahlen immer passen. Wir schließen in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Und auch hier genau schauen, es muss die dritte Luftmasche sein. Jetzt beginne ich mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen, eine ist für den Abstand und hier genau schauen, das nächste Stäbchen hat einen weniger schönen Kopf.
dennoch dürfen wir es nicht auslassen. Wir häkeln in das Stäbchen ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und in jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen. Abstand ist eine Luftmasche. Und das heißt, wir erhalten genau 16 Kästchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 15 Kästchen gehäkelt. Das letzte Kästchen entsteht so. Wir häkeln eine Luftmasche und schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Hier muss eine Luftmasche übrig bleiben. Die nächste Runde beginnt mit 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen. Wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, dann ein Stäbchen auf das Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen aufs Stäbchen. Das machen wir die ganze Runde so und wir erhalten genau 48 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch in die letzte Lücke häkeln wir 2 Stäbchen. Und wie gesagt, es müssen genau 48 Stäbchen sein. Und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Jetzt beginnen wir mit 5 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen, 2 sind für den Abstand und wir häkeln in jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen, das heißt, das nächste Stäbchen lassen wir aus, das ist das mit dem weniger schönen Maschenkopf und ins übernächste Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Abstand ist 2 Luftmaschen, immer eine Masche auslassen und in jede zweite Masche ein Stäbchen häkeln, 2 Luftmaschen, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und so weiter und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde muss eine Masche übrig bleiben. Hier häkeln wir ebenfalls 2 Luftmaschen und wir schließen wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Hier müssen 2 Luftmaschen übrig bleiben und wir haben genau 24 Kästchen. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir in die Kästchen immer 3 Stäbchen, ein Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Stäbchen in jede Lücke, und immer ein Stäbchen aufs Stäbchen. Und wir erhalten genau 96 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch in die letzte Lücke häkeln wir 3 Stäbchen und dann schließen wir in die dritte Luftmasche zur Runde. Es müssen genau 96 Stäbchen sein. Die Runde kann sich ein bisschen wellen, das macht nichts, denn jetzt folgen 2 Runden ohne Zunahmen und dann legt sich das wieder.
Das erste Stäbchen besteht wie immer aus 3 Luftmaschen. Hier wieder gut schauen, der zweite Maschenkopf ist immer etwas verzogen, trotzdem dürfen wir ihn nicht vergessen. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Das heißt, wir erhalten 96 Stäbchen, genau wie in der Vorrunde. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 96 Stäbchen erhalten. Ich habe in die dritte Luftmasche zur Runde geschlossen und die nächste Runde ist vollkommen identisch mit dieser 6. Runde. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen wieder ein Stäbchen. Das heißt, wir erhalten wieder 96 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 96 Stäbchen gehäkelt und jetzt ist der Kreis schön flach. Die nächste Runde kennen wir schon. Die startet mit 5 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen, 2 sind für den Abstand. Wir lassen immer ein Stäbchen aus und häkeln jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen. Dazwischen 2 Luftmaschen, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine Masche auslassen, ein Stäbchen und wir erhalten 48 Kästchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde muss eine Masche übrig bleiben. Hier häkeln wir 2 Luftmaschen und schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde, sodass hier 2 Luftmaschen übrig bleiben für dieses erste Kästchen. Jetzt starten wir wieder mit 3 Luftmaschen. Wir häkeln in die Lücken 2 Stäbchen und auf das Stäbchen ein Stäbchen, in die Lücken 2 Stäbchen und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen und wir erhalten genau 144 Stäbchen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 144 Stäbchen erhalten und jetzt häkeln wir 2 Reihen mit 144 Stäbchen. 2 vollkommen identische Reihen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und es ergeben sich wieder 144 Stäbchen und das machen wir, wie gesagt, diese Runde und noch eine Runde, sodass wir wieder 3 Runden mit Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben insgesamt 3 Reihen mit 144 Stäbchen. Die nächste Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen. Auch die zählen als Stäbchen. Und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch einmal 2 Stäbchen. Das heißt, wir haben eine Dreiergruppe, 3 Stäbchen in einer Masche. Abstand ist eine Luftmasche,
Dann lassen wir 2 Stäbchen aus, auch hier genau schauen, das mit dem nicht so schönen Kopf auch mitzählen, 2 Stäbchen auslassen und in jede dritte Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Zwischen den Gruppen eine Luftmasche, 2 Maschen auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche und dazwischen nicht vergessen eine Luftmasche. Und es ergeben sich 48 Dreiergruppen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 48 Dreiergruppen gehäkelt. Am Ende bleiben 2 Maschen übrig. Auch hier nicht vergessen eine Luftmasche. Dann schließen wir in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Wir häkeln eine Kettmasche ins zweite Stäbchen und eine Kettmasche ins dritte Stäbchen und noch eine Kettmasche in die Lücke. Und hier starten wir wieder mit den Dreiergruppen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln wieder eine Luftmasche als Abstand und in jede Lücke, immer zwischen die Gruppen hinein, häkeln wir wieder eine Dreiergruppe, Abstand, eine Luftmasche und es ergeben sich wieder 48 Dreiergruppen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch nach der letzten Dreiergruppe. Nicht vergessen eine Luftmasche, dann zunächst in die dritte Luftmasche schließen, eine Kettmasche auf jedes vorhandene Stäbchen häkeln und eine Kettmasche in die Lücke. Und wir häkeln eine identische Reihe, wieder mit 48 Dreiergruppen, immer in die Lücken, 3 Stäbchen und dazwischen eine Luftmasche und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder 48 Dreiergruppen gehäkelt. Den runden Übergang mit den Kettmaschen habe ich bereits gemacht und jetzt folgt eine Runde, die im Prinzip gleich funktioniert wie die vorherige, nur dass wir jetzt in die Lücken 4 Stäbchen häkeln. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke, so dass wir jetzt eine Vierergruppe haben. Auch hier eine Luftmasche als Abstand und in jede Lücke häkeln wir 4 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Auch hier brauchen wir am Ende eine Luftmasche. Wir schließen in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche und häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen eine Kettmasche und eine Kettmasche in die Lücke. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke. Auch in dieser Reihe eine Luftmasche als Abstand. Die Reihe ist identisch mit der vorherigen
Reihe immer 4 Stäbchen in jede Lücke und dazwischen eine Luftmasche, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und hier schließen wir nur mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Wir starten mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen. Wir häkeln auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Das heißt 4 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen und ein Stäbchen in jede Lücke. Immer 4 Stäbchen auf die vorhandenen 4 Stäbchen. Und ein Stäbchen in die Lücke, und es ergeben sich genau 240 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch in die letzte Lücke häkeln wir ein Stäbchen, wie gesagt. Wir brauchen genau 240 Stäbchen. Wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir häkeln 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo diese Luftmaschen herauskommen, noch 2 Stäbchen, sodass wir 3 Stäbchen in einer Masche haben. Hier wieder genau schauen, das zweite Stäbchen nicht übersehen. Wir lassen 2 Maschenköpfe aus und häkeln in jede dritte Masche 3 Stäbchen. Und diesmal haben wir dazwischen keine Luftmaschen, nur Stäbchen. Immer 2 Maschen auslassen und eine Dreiergruppe in jede dritte Masche häkeln. Und es ergeben sich genau 80 Dreiergruppen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 80 Gruppen gehäkelt. Am Ende bleiben 2 Maschen übrig. Wir häkeln keine Luftmasche nach der letzten Gruppe. Wir schließen mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen eine Kettmasche und dann eine Kettmasche in die Lücke zwischen den Gruppen. Wir befinden uns jetzt also mit der Häkelnadel in einer Lücke. Und jetzt werde ich mit Maschenmarkierern die Ecken markieren, weil wir jetzt mit den Umformungsrunden beginnen. Das heißt, wir machen jetzt aus diesem Kreis ein Quadrat. Dazu benötigen wir 3 Runden. Ich werde die Ecken zunächst für mich markieren und in der nächsten Einstellung erkläre ich euch, wie ihr das machen müsst. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Ecken markiert und zwar folgendermaßen. Die erste Ecke ist hier, wo die Nadel ist. Da brauchen wir deshalb keinen Maschenmarkierer. Dann habe ich 20 Gruppen gezählt. Also ab der Häkelnadel 20 Gruppen. Und nach 20 Gruppen zwischen die Gruppen einen Maschenmarkierer gesetzt, in die Lücke. Dann ab dem Maschenmarkierer wieder 20 Gruppen, in die Lücke einen Markierer,
wieder 20 Gruppen, einen Markierer und dann verbleiben 20 Gruppen bis zur Häkelnadel. Und jetzt können wir mit den Umformungsrunden beginnen. Wir häkeln zunächst eine halbe Ecke, die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Wir häkeln 4 Luftmaschen und in die Lücke 2 Doppelstäbchen. Doppelstäbchen sind Stäbchen mit 2 Umschlägen und wir maschen immer 2 Fäden ab. Wir haben 3 Doppelstäbchen. Die 4 Luftmaschen zählen als erstes Doppelstäbchen. Jetzt häkeln wir in die nächsten 4 Lücken immer 3 Doppelstäbchen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben Folgendes gemacht. Am Anfang haben wir 3 Doppelstäbchen gehäkelt, das ist eine halbe Ecke, plus 4 mal 3 Doppelstäbchen, keine Luftmaschen dazwischen. Jetzt häkeln wir in die nächsten 4 Lücken immer 3 ganz normale Stäbchen. Das Ganze 4 Mal und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 4 Dreiergruppen mit Stäbchen gehäkelt. Hier in die nächsten 3 Lücken folgen jeweils 3 halbe Stäbchen. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt folgen wieder 4 mal 3 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Als nächstes folgen wieder 4 mal 3 Doppelstäbchen in die nächsten 4 Lücken. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 4 mal 3 Doppelstäbchen gemacht. Wir sind beim ersten Maschenmarkierer angekommen. Den könnt ihr entfernen. Und hier in diese nächste Lücke kommt jetzt eine ganze Ecke und die besteht aus 3 Doppelstäbchen, drei Luftmaschen und in dieselbe Lücke, wo diese 3 Doppelstäbchen schon drin sind, noch einmal 3 Doppelstäbchen. Das ist eine ganze Ecke. Das heißt, die erste Kante haben wir erledigt und alle Kanten sind genau gleich. Jetzt folgen wieder 4 mal 3 Doppelstäbchen in die nächsten 4 Lücken und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben also hier die ganze Ecke und dann 4 mal 3 Doppelstäbchen. Die der Ecke dürft ihr dabei nicht mitzählen. Jetzt folgen 4 mal 3 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Als nächstes häkeln wir in die nächsten 3 Lücken jeweils 3 halbe Stäbchen,
dreimal, wie gesagt. Und jetzt folgen wieder 4 Gruppen mit 3 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir häkeln als nächstes 4 Gruppen mit 3 Doppelstäbchen in die nächsten 4 Lücken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir sind bei der nächsten Ecke angekommen. Wir entfernen den Maschenmarkierer und häkeln in die nächste Lücke eine ganze Ecke mit 3 Doppelstäbchen. Luftmaschen und noch einmal in dieselbe Lücke 3 Doppelstäbchen. Jetzt folgen wieder 4 mal 3 Doppelstäbchen in die nächsten 4 Lücken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 4 mal 3 Doppelstäbchen gehäkelt, die Ecke dabei nicht mitzählen. Jetzt häkeln wir 4 mal 3 Stäbchen in die nächsten 4 Lücken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, jetzt folgen 3 mal 3 halbe Stäbchen in die nächsten 3 Lücken. Und 4 mal 3 Stäbchen in die nächsten 4 Lücken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, jetzt folgen 4 mal 3 Doppelstäbchen in die nächsten 4 Lücken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir sind bei der nächsten Ecke angekommen. Wir entfernen den Markierer. Wir häkeln die Ecke in die nächste Lücke mit 3 Doppelstäbchen. Drei Luftmaschen in dieselbe Lücke. Noch einmal 3 Doppelstäbchen. Und in die nächsten 4 Lücken jeweils 3 Doppelstäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, hier seht ihr noch einmal die Ecke und 4 Gruppen mit Doppelstäbchen und jetzt folgen 4 Gruppen mit Stäbchen in die nächsten 4 Lücken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine 4 Gruppen gehäkelt mit Stäbchen. Jetzt folgen 3 Dreiergruppen mit halben Stäbchen.
und 4 Gruppen mit Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir sind schon beinahe rundherum gekommen. In die nächsten 4 Lücken häkeln wir immer 3 Doppelstäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 4 Gruppen mit Doppelstäbchen gehäkelt und jetzt fehlt uns am Ende die zweite Hälfte der Ecke. Wir haben mit einer halben Ecke begonnen. Wir häkeln in die Lücke, wo diese 3 Doppelstäbchen drin sind, noch 3 Doppelstäbchen. Und dann häkeln wir eine Luftmasche und wir schließen mit einem halben Stäbchen in die 4. Luftmasche des Ersatzdoppelstäbchens vom Anfang und das Ganze sieht jetzt so aus. Das ist natürlich noch kein Quadrat, dazu brauchen wir noch 2 Runden. Ihr seht hier die 4 Ecken und alle 4 Kanten sind genau gleich. Die zweite Umformungsrunde beginnt wieder mit 4 Luftmaschen als Ersatz für ein Doppelstäbchen und noch 2 Doppelstäbchen in die Lücke und wir häkeln wieder 4 mal 3 Doppelstäbchen in die nächsten 4 Lücken. Das ist wieder eine halbe Ecke, die zählt dabei nicht mit. 4 mal 3 Doppelstäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 4 Gruppen gehäkelt. Jetzt folgen wieder 4 Gruppen mit 3 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jetzt wird es ein bisschen anders als in der Vorreihe, da wir eine Lücke mehr haben. Häkeln wir jetzt 4 mal 3 halbe Stäbchen in die nächsten 4 Lücken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 4 mal 3 halbe Stäbchen gehäkelt. Jetzt folgen 4 mal 3 Stäbchen und dann 4 mal 3 Doppelstäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Ecke angekommen. Wir häkeln in die Ecke 3 Doppelstäbchen. Drei Luftmaschen, noch 3 Doppelstäbchen in dieselbe Lücke. Und die anderen Kanten funktionieren genau gleich. Wir haben immer in dieser Reihe 4 Gruppen mit 3 Doppelstäbchen, 4 Gruppen mit 3 Stäbchen, 4 Gruppen mit 3 halben Stäbchen, wieder 4 Gruppen mit 3 Stäbchen, am Ende wieder 4 Gruppen mit 3 Doppelstäbchen und die Ecken bestehen immer aus 3 Doppelstäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Doppelstäbchen. Ich schreibe euch das Ganze
auch noch auf und macht alle 4 Kanten genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Auch am Schluss in dieser Runde häkeln wir 3 Doppelstäbchen in die allererste Lücke, wo schon 3 Doppelstäbchen drin sind. Und wir häkeln eine Luftmasche und wir schließen mit einem halben Stäbchen in die 4. Luftmasche. Wir beginnen wieder mit 4 Luftmaschen als Ersatz für ein Doppelstäbchen, häkeln noch 2 Doppelstäbchen in die Lücke. Wir häkeln 4 mal 3 Doppelstäbchen und 4 mal 3 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, da wir wieder eine Lücke mehr haben als in der Vorrunde, häkeln wir jetzt 5 mal 3 halbe Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, jetzt folgen bis zur Ecke 4 mal 3 Stäbchen und 4 mal 3 Doppelstäbchen und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und auch hier häkeln wir 3 Doppelstäbchen in die Lücke. Luftmaschen, noch einmal 3 Doppelstäbchen in dieselbe Lücke und die anderen Kanten sind genau gleich, immer 4 mal Doppelstäbchen, 4 mal Stäbchen, 5 mal halbe Stäbchen, 4 mal Stäbchen und 4 mal Doppelstäbchen und die Ecken genau wie diese hier und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 3. Umformungsrunde beinahe beendet. Hier häkeln wir am Ende 3 Doppelstäbchen in die Lücke, wo schon 3 Doppelstäbchen drin sind. Dann häkeln wir eine Luftmasche und schließen mit einem halben Stäbchen in die 4. Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir haben ein annähernd perfektes Quadrat. Ganz perfekt ist es nicht, das muss es auch nicht sein. Das regelt sich dann mit der Zeit von selbst. Jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen und in die Lücke 2 Stäbchen und wir häkeln in jede Lücke 3 Stäbchen. Hier haben wir wieder eine halbe Ecke und jetzt häkeln wir nur immer
3 Stäbchen in jede Lücke bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jede Lücke 3 Stäbchen gehäkelt und die Ecke besteht aus 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen in dieselbe Lücke, 3 Stäbchen und es ergeben sich ohne die Ecken 22 Dreiergruppen und inklusive Ecken sind es 24 Dreiergruppen pro Kante und die machen wir auf allen 4 Kanten gleich. Die Ecke besteht ab jetzt immer aus 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Die Runde endet mit 3 Stäbchen in die letzte Lücke, wo schon 3 Stäbchen drin sind. Und wir häkeln am Ende eine Luftmasche und schließen mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und diese 22. Runde wiederholen wir sinngemäß, bis das angegebene Maß erreicht ist. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Pro Runde ergibt sich eine Gruppe mehr und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein gewünschtes Maß erreicht. Mein Quadrat hat für die Größe 4042 circa 56 x 56 cm. Ich habe wie gewohnt zur Runde geschlossen und die nächste Kante verwenden wir jetzt, um die Schulter noch dran zu häkeln und dazu brauchen wir Vorbereitungen. Zunächst zählt ihr eure Anzahl Gruppen von Lücke zu Lücke. Wenn das eine gerade Zahl ist, ist die Mitte eine Lücke und auf beiden Seiten sind gleich viele Gruppen. Wenn es eine ungerade Zahl ist, wie bei mir, ist die Mitte eine Gruppe und wieder sind auf beiden Seiten insgesamt gleich viele Gruppen von der Mitte aus gesehen und dann habe ich in beide Richtungen circa 10 cm gemessen und auch hier die Gruppen gezählt. Bei mir sind das 5 Gruppen. Ab dieser Gruppe in der Mitte bzw. ab der Lücke in der Mitte auf beide Seiten gleich viele Gruppen und hier habe ich den Maschenmarkierer in die Lücke gegeben. Und jetzt beginnen wir die Reihe wie immer mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke und häkeln unser Muster bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die letzte Gruppe in die Lücke gehäkelt, wo der Maschenmarkierer drin ist und auch diese Zahl hier ist wichtig. Bei mir sind es zum Beispiel 10 Gruppen. Die andere Schulter muss natürlich genau gleich viele Gruppen haben. Wir wenden die Arbeit und jetzt mache ich ein etwas anderes Muster. Ich häkle zunächst eine Kettmasche ins mittlere Stäbchen der Gruppe, also ins zweite Stäbchen. Dann häkle ich 3 Luftmaschen
und in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, 2 Stäbchen. Ich springe zur nächsten Gruppe und häkle ins mittlere Stäbchen 3 Stäbchen. Und das mache ich bei allen Gruppen so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir ebenfalls 3 Stäbchen in die Mitte der Gruppe. Das Ersatzstäbchen bleibt übrig. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch 2 Reihen im selben Muster. Das genügt für den Ausschnitt, da wir beide Teile gleich machen. Wir machen also auch hinten einen kleinen Ausschnitt. Ich zeige euch noch einmal den Beginn der Reihe. Wir häkeln eine Kettmasche ins zweite Stäbchen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Wir springen von Gruppe zu Gruppe und häkeln immer 3 Stäbchen in die Mitte der Gruppe. Und das machen wir diese Reihe und noch eine Reihe und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 4 Reihen dran gehäkelt. Am Ende häkle ich eine Luftmasche und hier auf der Außenseite lasse ich immer ein längeres Stück Faden dran. Das können wir für die Schulternaht brauchen und dann den Faden durchziehen. Ungefähr 3 Meter Faden dran lassen. Dann nehmen wir uns den Maschenmarkierer auf der anderen Seite und in dieser Lücke, wo der drin ist, starten wir. Wir holen den Faden durch, machen einen Knoten. Wir stechen in dieselbe Lücke ein, holen den Faden durch, häkeln 3 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in dieselbe Lücke. Und wir häkeln unser Muster bis zum Rand, also zwischen die Gruppen in dieser ersten Reihe. Und wie gesagt, es müssen genau gleich viele Gruppen sein wie auf der anderen Seite. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die letzte Gruppe häkeln wir in die frühere Ecke, also in die Lücke ganz am Rand. Und wie gesagt, kontrolliert das nach. Es müssen auf beiden Seiten gleich viele Gruppen sein. Wir wenden die Arbeit und wir machen wieder das etwas abgewandelte Muster. Eine Kettmasche ins zweite Stäbchen, so wie auf der anderen Seite. Und auch hier insgesamt 4 Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Und hier könnt ihr den Faden normal abschneiden, denn wir landen am Ende hier in der Mitte und nicht am Rand. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück.
Das erste Teil ist somit fertig und jetzt brauchen wir ein zweites völlig identisches Teil inklusive der Schultern, alles genau gleich. Vor allem zählt auch immer die Reihen, das ist wichtig. Messen allein ist zu ungenau. Und wenn ihr das zweite Teil angefertigt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt und die beiden Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite innen ist. Und ich habe die Schultern mit ein paar Klammern fixiert. Und jetzt stechen wir hier ganz am Rand durch das erste Stäbchen ein, wenn es ein Ersatzstäbchen ist, in die dritte Luftmasche. Wir nehmen uns den Faden, den wir dran gelassen haben, hinten ebenfalls in das erste Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, eine Luftmasche häkeln, noch einmal ins erste Stäbchen vorne und hinten einstechen, eine feste Masche häkeln und dann Stäbchen für Stäbchen bzw. Gruppe für Gruppe die Naht schließen, hier exakt arbeiten. Die Gruppen müssen genau zusammenpassen und macht die festen Maschen nicht winzig klein, sodass die Naht ein bisschen dehnbar bleibt. Und wenn ihr diese Naht geschlossen habt, dreht ihr euch das Ganze um und schließt auch die zweite Schulternaht von außen nach innen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen und schon einige Fäden vernäht. Die Teile liegen immer noch mit der schönen Seite nach innen. Für die Armlöcher lasst ihr das angegebene Maß frei. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und die Seitennaht beginnen wir von unten nach oben. Sie funktioniert ansonsten gleich wie die Schulternaht. Wir suchen uns die Ecke, stechen durch beide Teile durch, in der Lücke, holen den Faden durch, verknoten den Faden, wir stechen noch einmal durch dieselben Lücken durch, holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche und dann eine feste Masche. Und ihr könnt über diesen Anfangsfaden drüber häkeln, dann müsst ihr ihn nicht vernähen. Und dann schließen wir auch hier Stäbchen für Stäbchen die Seitennaht. Wie gesagt, für den Arm lasst ihr ein bestimmtes Stück offen und zählt auch hier die Gruppen, wie viele ihr geschlossen habt, und macht dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Und wenn ihr das gemacht habt, zeige ich euch noch, wie man die Fransen einknüpft, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Seitennähte geschlossen und alle restlichen Fäden vernäht. Für die Fransen nehme ich die Cotton Fun von Gründel. Das ist ein Baumwollgarn. Da hat ein Knäuel 50 Gramm und 115 Meter Lauflänge. Das ist die Farbe Nummer 1. Ich habe die Fransen auf 50 cm circa zugeschnitten und ich nehme immer 3 Fäden, die klappt ihr in der Hälfte zusammen und dann würde ich in jede Lücke eine Franse hineinmachen.
Ihr stecht von unten nach oben durch, holt die Fransen durch, macht hier eine Schlaufe und zieht die Fransen durch. Und wie gesagt, das würde ich in jeder Lücke so machen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unsere tolle Tunika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser tollen Sommertunika und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.